den wilden Graslandschaften von Ranthampore lebt ein Leopard allein in der Weite der Natur. Ohne Herde oder Gefährten wandert er täglich auf der Suche nach Nahrung und Wasser umher. Er hat einen starken Körper, doch seine Augen leuchten stets mit der stillen Traurigkeit eines Einzelgängers. Eines Tages, als die Sonne brannte und die Graslandschaft karg war, konnte der Leopard kaum etwas zu fressen finden. Nach stundenlanger vergeblicher Suche war er am Verhungern, seine Beine zitterten vor Erschöpfung und Orientierungslosigkeit. Der Geruch von Rauch und Fremden aus der Ferne weckte seine Neugier, dem Leben entgegenzugehen. Er ahnte nicht, dass er das Schutzgebiet, den einzigen Ort, an dem er sicher war, verließ. Das grüne Gras verschwand allmählich und wurde durch Feldwege, Häuser und seltsame Geräusche ersetzt. Der Leopard betrat ein kleines Dorf am Rande des Schutzgebiets, seine Augen voller Überraschung. Bunt gestrichene Häuser, spielende Kinder, Frauen, die Wäschebuschen, alles war neu. Doch kaum war es erschienen, ertönte ein Schrei, der das ganze Dorf ins Chaos stürzte. Die Menschen rannten panisch davon, die Kinder weinten, und das Tier stand einfach verwirrt mitten auf der Straße. Sofort versammelte sich eine Gruppe junger Männer mit langen Stöcken in der Hand, ihre Augen voller Entschlossenheit und Wachsamkeit. Es war nicht das erste Mal, dass sie ein wildes Tier ins Dorf kommen sahen, aber es war das erste Mal, dass sie einen Leoparden sahen. Sie riefen und fuchtelten mit ihren Stöcken, näherten sich dem Leoparden Schritt für Schritt, in der Hoffnung, ihn zu vertreiben. Der Leopard sah sie verängstigt an und verstand nicht, warum er tatenlos davongejagt wurde. Die Rufe und das Geräusch von Stöcken, die auf den Boden fielen, ließen ihn in Panik geraten und ihn umdrehen und davonlaufen. Er rannte ziellos, ohne die Richtung zu kennen, und wollte nur noch weg von diesem lauten Ort. Auf dem Fluchtweg, ohne darauf zu achten, was vor ihm lag, trat er versehentlich in ein tiefes Loch. Das Loch hatte eine runde Öffnung, senkrechte Wände, eine Schlammschicht und etwas Wasser am Boden. Der Sturz schmerzte, sein Rücken und seine Beine brannten, sein Kopf schlug auf den Boden, alles verschwamm. Er versuchte aufzustehen und sich am Boden festzuhalten, doch je mehr er es versuchte, desto tiefer rutschte er in den Schlamm. Das kalte Wasser sickerte in seinen Körper, Hunger und Panik erschöpften ihn schnell. Das Geräusch von Stöcken und Menschen über ihm hallte noch wieder, verklang aber allmählich in seinem Bewusstsein. Der Leopard hatte nicht mehr die Kraft, sich zu bewegen, stöhnte nur noch verzweifelt, seine Augen begannen zu trüben. Im letzten Moment, bevor er das Bewusstsein verlor, blickte er voller Bedauern zum blauen Himmel auf. Dann brach er erschöpft, gelähmt und ohne Bewusstsein im Wasserloch zusammen. Am nächsten Morgen kamen einige Viehhüter an dem Loch vorbei und entdeckten plötzlich den reglosen Körper des Leoparden. Zuerst erschraken sie, da sie dachten, der Leopard sei tot, und einige versuchten sogar, das Loch zuzuschütten, um sich zu schützen. Doch ein Ältester schlug vor, näher heranzugehen und genauer nachzusehen. Als sie näher kamen, rief einer von ihnen, er atmet noch. Seine Augen sind leicht geöffnet. Sofort änderte die Gruppe ihre Haltung und rief weitere Leute herbei, um den Leoparden ans Ufer zu bringen. Die Gruppe änderte sofort ihre Haltung und rief weitere Menschen dazu auf, dabei zu helfen, den Leoparden ans Ufer zu bringen. Vorsichtig setzten sie Seile und Stöcke ein und arbeiteten harmonisch zusammen, um den schweren Körper aus dem Loch zu ziehen. Der Leopard lag regungslos und schwach auf dem Boden, atmete aber noch, seine Überlebenschance war gering. Jemand rief schnell die Ranger des nahegelegenen Ranthampore-Schutzgebiets. Innerhalb von 30 Minuten trafen 2 Ranger mit Erste-Hilfe-Sets am Unfallort ein. Sie näherten sich dem Leoparden vorsichtig und beobachteten seine Reaktionen, während sie Sicherheitsabstand hielten. Ein Ranger berührte die Brust des Leoparden und nickte bestätigend, er ist nur erschöpft, nicht ernsthaft verletzt. Sie überprüften mit einem Stethoskop seine Herzfrequenz, Augen- und Körpertemperatur, um seinen Zustand zu beurteilen. Wir müssen ihn sofort zur Veterinärstation bringen. Er kann überleben, wenn er richtig versorgt wird, sagte einer. Sie riefen ein Spezialfahrzeug, legten den Leoparden auf eine Holztrage und hoben ihn in einen Lastwagen. Die Dorfbewohner beobachteten ihn und hofften inständig, dass das wilde Tier diese gefährliche Situation überstehen würde. In der Tierklinik im Ranthampore-Schutzgebiet hatten die Tierärzte die gesamte Notfallausrüstung vorbereitet.
Der Leopard wurde auf den Untersuchungstisch gelegt, 3 Ärzte in weißen Kitteln und Masken begannen mit der Arbeit. Ein Arzt verabreichte Infusionen, ein anderer Vitaminspritzen und die übrigen überprüften Herzfrequenz und innere Organe des Leoparden. Sie stellten fest, dass der Leopard lediglich dehydriert und ausgehungert war und leichte Verletzungen durch den Aufprall erlitten hatte. Keine Knochenbrüche, keine inneren Verletzungen. Er braucht Ruhe und Nahrung, sagte der behandelnde Arzt. Sie brachten ihn in einen separaten Isolationsbereich mit Überwachungskameras und rund um die Uhr diensthabendem Personal. Der Leopard lag die ganze Nacht still und wimmerte gelegentlich, doch seine Atmung stabilisierte sich allmählich. Am nächsten Morgen fütterte ihn der Arzt mit rohem Fleisch, um seine Reaktion zu testen. Der Geruch des Fleisches ließ den Leoparden die Augen öffnen, mühsam den Kopf heben und anfangen, das Fleisch zu lecken. Dieses Zeichen ließ den ganzen Raum aufatmen, er hatte die erste Gefahr überlebt. In den folgenden 3 Tagen erhielt der Leopard Nahrungsergänzungsmittel und wurde engmaschig überwacht. Er gewann allmählich seine Kraft zurück, stand auf und lief, wenn auch langsam, im Käfig umher. Er fraß jede Mahlzeit ohne einen Bissen auszulassen, seine Augen leuchteten wieder. Die Ärzte waren erfreut und berichteten dem Vorstand des Reservats über die Fortschritte. Es wurde eine kurze Besprechung einberufen, um zu entscheiden, wann der Leopard wieder in die Wildnis entlassen werden sollte. An diesem Morgen war das Wetter kühl und der Himmel klar, ideal für die Freilassung des Wildtiers. Ein spezieller Pickup-Truck wurde mit einem großen, stabilen Eisenkäfig vorbereitet. Der Leopard wurde auf den Truck gesetzt, lag ruhig im Käfig und blickte auf das vertraute Grasland, das allmählich verschwand. Im Truck befanden sich 2 Ranger, die den Leoparden seit seiner Rettung beobachtet hatten. Sie fuhren tief in das Randhamporer-Reservat hinein, wo das Grasland weit und ruhig war. An der vereinbarten Stelle hielten sie an und beobachteten die Umgebung sorgfältig, um sicherzustellen, dass sich keine anderen Wildtiere dort befanden. Ein Ranger öffnete langsam die Käfigtür, während der andere dahinter stand und die Reaktion des Leoparden beobachtete. Der Leopard zögerte einen Moment, dann trat er aus dem Käfig, hob den Kopf und holte tief Luft. Er blickte sich um und erkannte den vertrauten Geruch der Natur, des wilden Grases, der freien Luft. Keiner drängte, kein Laut, nur die feierliche Stille zwischen Mensch und Natur. Der Leopard lief immer schneller, dann rannte er davon und verschmolz mit dem Grün der wilden Felder. Ein Gefühl des Sieges und des Friedens breitete sich unter den Menschen aus, die diesen Moment miterlebten. Sie wussten, dass sie dieses Mal nicht nur ein Lebewesen gerettet, sondern auch einer Seele die Freiheit geschenkt hatten. Der Ranger schloss den Käfig, startete den Wagen und kehrte im Morgenlicht zur Station zurück. Und was den Leoparden betrifft, nun nicht mehr allein, sondern für immer ein lebendiger Teil von Randhampore. Lieber Freund, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Geschichte zu verfolgen. Vergiss nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.